Hallo und herzlich willkommen zu diesem Baubericht über das Torpedoboot T-24. Es wurde 1942 in Dienst gestellt und wurde am 24. August 1944 von englischen Fliegerbomben versenkt. Das Modell ist beim polnischen JSC Verlag erschienen und besteht aus dem Zerstörer Z-10 und dem Torpedoboot T-24. In diesem Bericht gehe ich aber nur auf das Torpedoboot ein. Das Modell ist im Maßstab von 1:400 und ist 25,6 cm lang. Es sind auch nur knapp 2 Bogen DIN A4. Zum Bau brauche ich nicht viel. Eine Schere, Klebstoff und Pinzette reichen mir. Das Modell ist wieder ohne Bodenplatte, die ich mir dann aber selbst baue. Da das Modell nicht sehr groß ist, komme ich auch gut voran. Dieses Torpedoboot gehört zur Klasse Typ 1939, von denen 15 Stück gebaut wurden. Sie wurden alle nur auf einer Werft gebaut, nämlich bei der Schichau-Werft in Elbing. Die Typenbezeichnung Torpedoboot wurde im Wesentlichen auch nur von der deutschen Marine verwendet, und so bezeichnete die Royal Navy diese Schiffe als Small Destroyer, also kleinen Zerstörern, was sie ja auch waren. Der Rumpf ist schon mal fertig und wie ihr sehen könnt, ist er sehr stabil geworden. Ich baue das Modell im Übrigen zum zweiten Mal und komme später noch einmal darauf zurück. Da ich mir die Bausätze vorher immer einscanne, kann ich später immer mal wieder darauf zurückgreifen, wenn mir etwas daneben gehen sollte oder wenn ich bestimmte Bauteile für ein anderes Modell benötige. So ein Bau ist auch immer ein Kompromiss zwischen dem Anspruch an sich selbst und den eigenen Fähigkeiten. Es sind und bleiben Modelle aus Papier und sie werden ohne großartiges Werkzeug gebaut. Richtig zufrieden ist man jedenfalls nie. Die Aufbauten sind mittlerweile fertig und ich beginne mit der Bewaffnung. 4 Geschütze vom Kaliber 10,5 cm hatte das Boot, dazu 2 Torpedosätze mit 6 Torpedos und verschiedene Flugabwehrgeschütze, die während des Krieges immer wieder angepasst werden musste. Auffällig bei diesem Schiffstyp ist die weit vorne liegende bullige Schiffsbrücke, die wohl in der Anordnung der Antriebsanlage Rechnung trägt. Das hat zur Folge, dass auf das Vordeck, also in Angriffsrichtung, nur ein Geschütz hinpasst. Ein Unding, das den Gefechtswert dieses Schiffes deutlich herabsetzt. Das zweite Geschütz hat man dann mittig zwischen die Schornsteine gesetzt, wo es dann nur zur Seite hin eingesetzt werden konnte. Damit ist das Modell fertig. Auffällig sind die auf dem ganzen Schiff verteilten knallgelben Rettungsflöße. Da dieser Schiffstyp während des Krieges gebaut wurde, waren alle Fotos immer streng geheim und es sind heute nur relativ wenige Bilder verfügbar. Farbfotos gibt es schon gar keine. Aber es gibt Augenzeugenberichte von Flüchtlingen, die in der Endphase des Krieges mit diesen Schiffen auf der Ostsee nach Westen transportiert wurden. Und sie berichteten von auffällig gelben Rettungsflößen. Die folgenden Bilder stammen alle aus diesem Buch von Siegfried Breyer. Die Qualität der Bilder ist kriegsbedingt nicht sehr groß und zeigen die Schiffe im Einsatz. Die späteren Versionen dieses Typs bekamen vor der Brücke auf 2 Plattformen überhöht zusätzliche
Flugabwehrgeschütze. Die meisten Fotos zeigen dann noch diese Version. Alle 15 Boote wurden intensiv eingesetzt und so überlebten auch nur 4 Boote den Krieg. Allein in einer unglücklich verlaufenden Operation in der Ostsee gerieten dabei am 18. August 1944 allein 3 Torpedoboote in eine eigene Minensperre und sanken dabei. Wie schon erwähnt, war der Gefechtswert durch die Anordnung der Artillerie herabgesetzt. Ich habe mir daher die Mühe gemacht, ein zweites Modell zu bauen. Ich habe dabei die Brücke so umgebaut, wie sie die Zerstörer hatten, und etwas nach hinten versetzt. Nun können 2 Kanonen vorn untergebracht werden, die zudem einen besseren Bestreichungswinkel nach hinten gehabt hätten. Die T-24, also unser Schiff hier, wurde am 24. August 1944 in der Nordsee von britischen Fliegerbomben versenkt. Hier auf dem berühmten Foto ist es das untere Schiff. Damit komme ich auch zum Ende dieses Berichtes. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und auf Wiedersehen.